Schön, dass ihr mit dabei seid und wir nehmen euch jetzt mit auf eine Reise durch den Norden Namibias. Wir stehen an der Nordgrenze des Landes. Direkt hinter uns fließt der Kunene River und gegenüber, da ist schon Angola. Und von hier aus starten wir in den Westen des Landes. Zuerst fahren wir mal ins Mariental und dann mal schauen, wie weit wir kommen werden. Ja, und mal schauen, wie weit wir kommen werden, ist das richtige Stichwort. Wir haben die Autos vollgeladen, die Wassertanks sind voll. Wir haben Sprit für 1200 Kilometer dabei, in Ersatzkanistern, Sandbleche, alles drum und dran. Es geht nicht wirklich ins Outback und deswegen bin ich erstmal für ein ausgiebiges Frühstück. Na, das ist doch mal ein Auftakt. Wenn die Region Damaraland und Kaokofel selbst nur halb so bombastisch wie diese Ouvertüre sind, dann wird es großartig. Bevor unsere drei Entdecker sich nach ihrem Frühstück gleich auf Tour durch den wilden Nordwesten Namibias machen, zeigen sie euch aber erstmal ihre beiden japanischen Reisebegleiter. Wir nennen ihn Wanderdüne 1 und Wanderdüne 2. Das sind GAJ 79 mit Dieselmotor. 6 Zylinder, 4 Liter, Saugmotor. Ich muss erst mal reingucken, ob überhaupt ein Motor drin ist. Dann so richtig anfühlen tut sich das nicht danach. Aber ja, viel Motor, wenig Leistung. Was natürlich gut ist, wir haben jeweils eine Highlift mit dabei. Da können wir uns dann notfalls freiheben. Ein paar Sandboards haben wir dabei und natürlich MT-Reifen 265, 75, 16 Zoll. Insofern für Geländefahrten das genau Richtige. Ja, jedes Fahrzeug hat 2 Ersatzreifen dabei, das ist schon mal gut. Und was auch nicht original ist, ist die Heckstoßstange mit diesen Ersatzradträgern. Und was wir auch schon gemerkt haben, das nicht ganz ideal ist, ist diese tief liegende Anhängerkupplung. Damit sind wir schon ein paar Mal aufgegangen. Als Zuhause haben wir 2 Dachzelte dabei. Einmal auf der Wanderdüne 2 haben wir ein Hartschalenzelt und hier ein normales Klappzelt. Als Innenausstattung haben wir 2 Kompressorkühlboxen dabei, ein bisschen Küchenzeug, 2 Gasflaschen und die Markise, die wird uns jetzt in der Regenzeit sicherlich auch noch gute Dienste leisten. Die nächsten 10 bis 14 Tage werden wir voraussichtlich keiner Tankstelle begegnen. Deswegen haben die Fahrzeuge jeweils nochmal einen Extratank innen drin verbaut und pro Fahrzeug nochmal 40 Liter extra Tankinhalt in den Jerrycans. Das reicht uns dann für mindestens 1200 Kilometer. Beim Wasser fahren wir gleich dreigleisig. Einmal haben wir uns Kanister aus Deutschland mitgebracht, einfach so flexible Kanister. Da sind 3x15 Liter hier zwischen den Rücksitzen eingeladen. Dann hat das Fahrzeug nochmal einen internen Wassertank mit 40 Litern jeweils pro Auto. Und für die ganzen Notfälle haben wir nochmal 15 Liter in fertigen Kanistern gekauft. Damit sollten wir also erstmal auskommen. Aber besonders viel ist es auch nicht. Ein bisschen Berge und Reparaturmaterial haben wir auch dabei. Ein Kinetikgurt zum Abschleppen. Ein Kompressor, um die abgelassene Luft wieder aufzupumpen. Ein Reifenreparaturset, das sollte immer schnell zugänglich sein.
So schnelle Reparaturmaterial und noch ein paar größere Patches. Und dazu auch noch eine Werkzeugkiste mit ein paar Zangen und ein paar üblichen Schlüsseln. Dann haben wir noch 3 Tauwerkschäkel dabei. Jo, natürlich ein Radkreuzwagenheber. Das war's. Und damit geht's jetzt endlich los, auf in die Wildnis. Zunächst können die beiden Wanderdünen alias Toyota Mietcamper noch ordentlich Strecke machen. Die Pisten sind zwar staubig, aber einigermaßen glatt und gut in Schuss. Übrigens, die wichtigsten Tipps zur Fahrzeugübergabe, wenn ihr mal mit solchen gemieteten Autos unterwegs seid, haben wir euch in einem eigenen Film zusammengestellt. Die Wolkengebilde zeugen davon, jetzt Ende Dezember geht die Regenzeit los. Das bedeutet, urplötzlich öffnet der Himmel alle Schleusen und das eben noch trockene Flussbett wird zum reißenden Strom. Hiermit ist nicht zu spaßen und es kommt immer wieder vor, dass ein Auto in den Wassermassen verloren geht. Die Wolken sorgen aber auch für ein fantastisches Farbspiel am Abend. Hashtag ohne Filter würde man jetzt in den sozialen Netzwerken dazu schreiben. Abseits der Pisten findet die Explorer Crew immer wieder Zeugnisse der Menschen, die hier als Halbnomaden leben. Wir sind hier bei einem verlassenen Himba Kral. Kral, das ist so eine Familienansiedlung. Die Hütten sind verlassen, aber was hier noch liegt, das ist eine Reibeschale. Mit dem stellen die Frauen dieses ganz feine Ockerpulver her, das dann mit Fett vermischt und auf die Haut gerieben wird. Und daher haben die Himba-Damen diesen matten, seidig-roten Glanz auf der Haut. Die Himba, ein Volk zwischen Tradition und Moderne. Geschätzt 20.000 von ihnen ziehen als Halbnomaden mit ihren Viehherden in der Grenzregion von Angola und Namibia umher. Der Name Himba bedeutet übrigens Bettler. Nachdem sie vor etwa 100 Jahren von einem kriegerischen Stamm überfallen wurden, mussten sie um Almosen bitten. Der Name ist geblieben, auch wenn sich die Himba heute als vermögend betrachten, wenn sie über eine große Herde verfügen. Die Fahrt führt weiter am Grenzfluss Kunene entlang Richtung Nordwesten. Auch wenn es heiß und staubig ist, ein erfrischendes Bad im milchigen Fluss ist keine gute Idee, es sei denn, man möchte unbedingt den Krokodilen als leichte Beute dienen. Auf dem Weg ein Besucher-Highlight. Das kostet zwar 40 namibische $, umgerechnet 2 € Eintritt, lohnt sich aber. Hinter mir stürzt der Kunene River in die Tiefe. Wir sitzen direkt an den Epupa Falls. Und wenn hier Regenzeit ist, dann kommt hier richtig viel Wasser. Dann könnte man hier jetzt nicht sitzen, da würde es hier überall drüber strömen. Und wir klammern uns gerade genauso fest wie diese Baobab-Bäume hier rundherum. Es ist alles frei zugänglich. Und wenn ich möchte, könnte ich jetzt den Kopfsprung hier runter machen. Möchte er aber nicht, ist wohl auch besser so. Hier bei den Epupa Falls trifft man dann auch mal auf ein paar Menschen. Der Tourismus wuchs stark, bis dann die Pandemie zuschlug. Seit dem Frühjahr 2020 gibt es nur noch wenig Arbeit. Die Hoffnung, dass die Touristen eines Tages zurückkehren, bleibt. Tanken, das ist immer ein großes Thema bei Touren in solch entlegene und einsame Gebiete. Und so ist es nicht verwunderlich, dass man eine Gelegenheit zum Spritauffüllen kaum auslassen sollte.
80 bis 85 Eurocent kostet der Liter Diesel oder Benzin momentan an der Zapfsäule. Kommt der Treibstoff aus Fässern, gibt es einen ordentlichen Preisaufschlag. Mit Hilfe vom Taschenrechner ist dann auch irgendwann klar, wie viel Geld der Tankstopp kostet. Wenn auf der Karte eine Zapfsäule angezeigt wird, dann heißt es nicht unbedingt, dass es da Diesel gibt. Und wenn es Diesel gibt, heißt es nicht unbedingt, dass es aus der Zapfsäule kommt. Manchmal muss man auch aus dem Kanister tanken, das dauert dann alles ein bisschen länger. Die Geschwindigkeit der Reise nimmt ab, je weiter die drei mit den beiden Landcruisern nach Westen vordringen. Und schon bald heißt es, eine Entscheidung zu treffen. Wir sitzen genau an der Abzweigung zum berühmt-berüchtigten Van Zyls Pass, wohl die bekannteste Strecke in ganz Namibia. Und wir haben lange diskutiert und überlegt, ob wir sie denn fahren. Und Martin, wie schaut's aus? Ja, tatsächlich ist es der Fall, wir fahren die Strecke nicht. Und das hat auch einen ganz einfachen Grund. Wir sind zum Reisen hier. Wir sind nicht hierher gekommen, um Hardcore Offroad zu machen. Das geht auch im Park zu Hause in Deutschland. Denn der Van Zyls Pass ist ja deshalb berüchtigt, weil er an ein, zwei Schlüsselstellen so anspruchsvoll zu fahren ist. Ich kann das Fahrzeug da verlieren, ich kann mein Leben da verlieren. Und das alles noch in größter Einsamkeit. Wir sind ja auch heute schon den ganzen Tag hierher gefahren erstmal. Und es gibt eine schönere Umfahrung. Wir wollen ja eigentlich nur in das Marienflusstal kommen. Und da gibt es eine andere Passage, die ist vielleicht etwas schöner, die ist vielleicht auch etwas länger. Und es kommt noch dazu, nicht jeder Vermieter erlaubt das. Wir haben zwar mit ASCO einen Vermieter jetzt gefunden, der uns das ermöglicht hat. Der hat auch die passenden Fahrzeuge, also mit dem Landcruiser würde das auch funktionieren. Aber ganz einfache Regel, wir wollen reisen und da sparen wir uns die extremen Offroad-Ritte, sondern fahren lieber die durchaus auch noch anspruchsvolle Strecke, aber weniger gefährliche Runde. Jo, das heißt, da geht's lang, nicht da lang. Da geht's lang, so ist es. Halt, nicht so schnell. Vorher muss immerhin noch was Wichtiges erledigt werden. Abseits der Strecke ist das Handynetz so selten, dass es sogar an den Steinen angeschrieben ist, wenn es tatsächlich mal vorhanden ist. Und auch hier muss man sich richtig strecken, wenn man es tatsächlich erwischen will. Die letzten Nachrichten sind abgesetzt. Ab hier taucht unsere Crew ein in die Unerreichbarkeit. Auch mal ganz schön. Langsam werden die Straßen etwas anspruchsvoller. So, der Großteil der Umfahrung ist geschafft. Das ist hier wohl der wahrscheinlich anspruchsvollste Teil. Macht auch Spaß zu fahren, ist aber sicherlich kein Vergleich zu dem Van Zyls Pass. Sabine, eigentlich war der doch eine tolle Tour hier. Den ganzen Tag unterwegs. Stimmt, wir waren den ganzen Tag unterwegs, hatten flache Passagen, steinige Passagen, anspruchsvoll, gemütliche Parts. Viel besser kann es eigentlich nicht sein. Nee, genau. Und wer das nachfahren will, die Passage führt hier am Red Drum Pass vorbei, so heißt das gute Stück. Sollte aber dran denken, das ist etwa dreimal so lang wie die anspruchsvolle Van Zyls Passage. Zumindest was die Kilometer angeht. Genau. Und damit ist das Marienflusstal erreicht. Weit und eben liegt es vor der Crew und führt sie wieder nach Norden, zurück zum Kunene. Am Horizont liegen die Hartmannberge und direkt vor der Kamera rennen Strauß und Oryx-Antilope durch den roten Sand. Und mittendrin dann ein echter, nee, kein Scheunenfund, eher ein, Wüstenfund. Sportliche Sitzposition. Von der Motorleistung weiß ich noch nicht. Und irgendwie haben wir hier, glaube ich, Mitbewohner. Die Mitbewohner lassen wir dann lieber mal in Ruhe.
Die Landcruiser steuern währenddessen zum Feierabend das Camp Synchro am Kunene an. Das Camp ist eine kleine Oase inmitten von Stein und Staub. 8 Stunden Fahrt sind es von hier bis zum nächsten größeren Ort. 2013 ging die Bungalow-Anlage an ein Schweizer Pärchen, das nach der Geburt ihres Kindes in die Schweiz zurückging. Und auch hier gilt, Baden im Fluss lieber nicht. Da ist die camp-eigene Dusche dann doch etwas sicherer. Aktuell ist die Gegend noch einsamer als sonst. Selbst die Himba sind mit ihren Herden in die Berge gewandert, da es hier seit Monaten keinen Regen mehr gab. Hier stehen wir nun im marinen Flusstal, eine der wirklich entlegenen Ecken Namibias. Oberflächliches Wasser gibt es hier momentan nicht, aber man sieht, in der Talsohle zieht sich ein grünes Band. Die Bäume hier kommen mit ihren Wurzeln bis ans Grundwasser. Richtig stark geregnet hat es heuer noch nicht, das heißt, es ist noch sehr, sehr trocken. Und ob wir hier im Tal die mysteriösen Feenkreise entdecken, das schauen wir uns jetzt mal aus der Luft an. Feenkreise, egal ob Mystiker, Naturwissenschaftler oder Esoteriker, die seltsamen Zirkel haben schon so manche Fantasie beflügelt. Jetzt, wo das Gras nicht sprießt, kann man es nur ansatzweise erkennen, aber wir stehen mitten in einem dieser Feenkreise, annähernd runde Strukturen, in denen einfach nichts wächst. Wodurch das entsteht, darum ranken sich die Mythen. Und um uns das genau anzuschauen, heben wir jetzt mal in die Luft ab. Tatsächlich sind sie wegen der Trockenheit schwer zu erkennen. Erst in der Regenzeit treten die Grasbüschel hervor, die eine bewuchslose Fläche umringen. Und auch wenn es der Mystik einen Abbruch tut, mit tanzenden Feen hat dieses Phänomen wohl nicht zu tun. Mittlerweile geht man davon aus, dass es ein mathematischer, selbstverstärkender Effekt der Pflanzenverteilung ist, der durch extreme Dürre verursacht wird. Wasserknappheit trifft dann auch so manch Reisende. Auf Zweirädern ist eben nicht viel Platz. Dafür sind die Biker in diesem Terrain deutlich rasanter unterwegs. Am nächsten Tag dann ist das Wasser doch da. Allerdings nicht in Form von Regen, sondern als Überbleibsel im Trockenfluss Suaro-Sieb. Und plötzlich zeigt sich die Landschaft von einer ganz anderen Seite. Eben noch endlose Sandwüsten wird es nun grün. Das schmale Flussbett ist jetzt befahrbar. Doch das ist trügerisch. Selbst wenn es in der näheren Umgebung keine Niederschläge gibt, kann der Wasserstand sprunghaft ansteigen. Auch wenn der Regen in weiter Ferne niederging. Kein Wunder, das Einzugsgebiet des Suaro-Sieb ist etwa so groß wie Schleswig-Holstein. Wo Wasser ist, sind auch die Tiere. Bei Begegnungen mit Elefanten bleibt man in respektvoller Entfernung. Etwa 150 Tiere leben noch in den Trockenflüssen der Region. Die Verbrauchswerte sind erstaunlich. 200 Liter Wasser am Tag und etwa eine Vierteltonne Nahrung. Kein Wunder, dass die Dickhäuter mindestens den halben Tag mit Fressen beschäftigt sind. Wo wilde Pflanzenfresser sind, bleiben auch ihre Jäger nicht aus. Noch lassen sich hier aber keine Löwen entdecken. Im nahegelegenen Poros weiß man sich gegen die Raubtiere zu wehren. Wow! Probleme mit Löwen gab es hier laut Collins Aussage noch nie. Wenn sie kommen, dann wollen sie sich eher eine Ziege oder eine Kuh schnappen. Doch seit einem Jahr hat sich der König der Tiere nicht mehr blicken lassen. Im kleinen Laden von Poros kann man dann ein paar Vorräte auffüllen. Sonntags ist zwar offiziell geschlossen, doch der Hintereingang ist rege frequentiert.
Am Abend dann ist die Crew wieder allein. Ein Camp mitten in der weiten Steppe. So, was gibt's heute? Chapati! Es sind auch Abende wie diese, die einem wohl lange im Gedächtnis bleiben. Am Folgetag landen die Landcruiser in einer Sackgasse. Hier ist erstmal Ende. Westlich von hier liegt der Skeleton Coast Nationalpark. Da kommt man nur mit dem Spezialpermit rein. Wir drehen hier wieder um, zurück in den Hoanip. Aber auch hier im Flusstal gibt es schon genügend zu sehen. Oryxe, Springböcke, Elefanten und mit ein bisschen Glück sieht man hier sogar Löwen. Vom Hoanip macht die Reisetruppe einen Abstecher nach Süden. Der Atlantik ist erreicht und die Crew landet mitten in einem sehr speziellen Camp in der Torra Bay. Angler. Außer Bier und Bäuchen gibt es hier natürlich auch Fisch im Überfluss. Colin hat gerade was fürs Abendessen mitgegeben. Also, wer ist Colin? Colin, dem gehört, oder der macht hier die Bar und er wohnt außerdem in München beim Haras. Oder hat er Freunde, eins von beiden, und deswegen hat er uns den Fisch geschenkt und wir sollen nachher einfach bei ihm an der Bar was trinken. Ist doch sehr nett. Na dann, Monto. Auch wenn es nicht mehr zum Nordwesten Namibias zählt, wer noch einmal das volle Programm an Wildlife sehen möchte, ist natürlich im Etosha Nationalpark genau richtig. Kurz bevor die Reise zu Ende geht und die treuen Landcruiser in Windhoek wieder abgegeben werden müssen, gönnen sich Sabine, Thomas und Martin noch einen Abstecher. Denn hier hat die Kamera kaum Pause, so viel ist an jeder Ecke zu erleben. Wer noch nie eine sogenannte Game Drive gemacht hat, für den haben wir hier noch ein paar Tipps. Der erste Tipp, habt die Zeit im Auge. Die Parks schließen, meist öffnen sie morgens zum Sonnenaufgang und schließen zu Sonnenuntergang. Da müsst ihr entweder aus dem Park raus sein oder wieder in dem Camp. Auch die Camps haben gewisse Uhrzeiten, ab wann man rein kann, wann man rauskommt und wann man spätestens drin sein muss. Und auch die Tiere haben so ihr eigenes Leben. Achtet also darauf, morgens ist viel los, abends ist viel los und mittags ist meist wenig los. Da macht am besten einfach mal eine gemütliche Mittagspause und startet wieder, wenn das Licht wieder besser wird. Der Etosha ist mit seinen knapp 23.000 Quadratkilometern das zweitgrößte Schutzgebiet Afrikas. 1907 erklärte der Gouverneur des damaligen Deutsch-Südwestafrika fast 100.000 Quadratkilometer zum Naturschutzgebiet, was wegen skrupelloser Großwildjagd und Wilderei auch bitter nötig war. Über die Jahrzehnte wurde der Region ein Großteil der Fläche weggenommen. In Zukunft plant die Regierung Namibias aber, den Park wieder auf seine ursprüngliche Größe auszudehnen. Die faszinierende Tierwelt würde es ihr danken. Zweiter Tipp, in vielen Nationalparks gilt, dass man nicht aussteigen darf aus dem Fahrzeug, weder um auf Klo zu gehen, noch um sich mal eben die Brotzeit aus dem Fahrzeug zu holen. Also dran denken, die Sachen dann mit nach vorne ins Fahrerhaus nehmen und auch den Klogang so lange aufsparen, bis man an den Besucherpunkten ist, wo man aussteigen darf. Das ist dann meistens entsprechend gekennzeichnet. Wer in den wilden Nordwesten Namibias reist, muss sich vorbereiten, denn ganz ohne Risiken bleibt so eine Fahrt in die Einsamkeit nicht. Mit 2 oder mehr Fahrzeugen unterwegs zu sein, ist sicher sinnvoll. Man muss sich dieses Abenteuerland erarbeiten, aber es lohnt sich.
Die Weite der grandiosen Natur lässt den Menschen schrumpfen, sodass man ihr mit dem nötigen Respekt entgegentreten kann.